Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein ganz besonderes Video. Wir waren nämlich am Shark Bay bzw. Monkey Maya und hatten dort ein paar schöne Tage und wollen euch darüber berichten. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Vorab erstmal eine kleine Info. In diesem Video werdet ihr auch viele Hochkant-Videos finden, die ja eigentlich für YouTube ziemlich unüblich sind. Aber es hat auch einen ganz besonderen Grund, und zwar dafür bin ich verantwortlich. Ich habe die Speicherkarte verbummelt. Gott sei Dank habe ich wirklich einen Tag vorher die Speicherkarte leer gemacht oder 2 Tage vorher. Ja. Und deswegen ist es wirklich nur in diesem Video über Shark Bay und Monkey Maya, dass wir halt unsere Handyvideos teilweise hier mitnehmen, mit ins Video packen müssen, um euch dann so ein bisschen da mitzunehmen. Tut mir leid oder tut uns leid, in dem Falle mir, dass ja, ich da so ein bisschen Scheiße gebaut habe. Kann man aber nicht ändern. Ja, genau, wie ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen habt, waren wir jetzt letztes im Kalbü National Park und von dort aus sind wir weitergefahren nach Monkey Mia, ca. 400 Kilometer. Da hatten wir dann unseren ersten Campingplatz. Das war Monkey Mia Resort, also da gibt es auch nur einen einzigen Campingplatz. Wenn es einen Camping-Tempel gibt, dann ist es dort. Also es war unfassbar. Wir sind da angekommen und dachten uns, was ist das denn hier? Das ist der schönste Campingplatz, den es in ganz Australien gibt. Ne? Mit Pools, mit allem drum und dran. Ja, überall Palmen, tolle Restaurants und so. Also es war wie so ein Cluburlaub, ja. Nur halt, dass wir im Zelt geschlafen haben. Man bezahlt natürlich auch so dementsprechend den Preis. Ja, hat sich aber alles in allem auf jeden Fall gelohnt und hat uns sehr gut gefallen. Am nächsten Morgen war dann auch die Delfinfütterung, die wir uns direkt angeguckt haben. Ganz tolles Erlebnis, weil die Delfine halt wirklich ganz nah am Wasser dran sind. Wir hatten bereits schon am Vorabend, schon beim Abendessen Delfine gesehen. Ja. Ne? Es war ganz toll, haben wir da ein Bierchen getrunken und ein bisschen Pommes und so gegessen am Restaurant. Hatten wir einen Blick aufs Meer und hatten dann da wirklich schon ein paar Delfine im Wasser gesehen. Und am nächsten Morgen dann halt die Fütterung. War auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis, so nah an den Delfinen zu sein. Hat man ja nicht jeden Tag und ja, dementsprechend eine tolle Erfahrung. Ganz wichtig zu sagen noch ist, dass die Delfine dort nicht komplett gefüttert werden. Das heißt, die Delfine bekommen da immer nur so kleine Snacks. Die müssen also selber ihren Jagdtrieb beibehalten, um sich ernähren zu können. Die werden also immer nur kleine Häppchen gefüttert, damit sie halt mal vorbeikommen und jeder mal Hallo sagen kann. Ja. Genau. Ja, nachdem wir uns dann die Delfinenfütterung angeguckt haben, sind wir dann schon auf unser großes Offroad-Abenteuer gegangen. Und zwar in den François Perrault National Park. Ja, da gibt es eigentlich auch nur 2 Sachen zu sehen. Genau, einmal die Big Lagoon. Ja, zu der sind wir auch hingefahren. Genau, und den Cup irgendwie, aber da sind wir nicht hingefahren. Cup irgendwie. Ich blende euch den Namen mal hier unten ein. Wir wieder mal bestens informiert wie immer. Aber ja, wie gesagt, Name hier unten. Und ja, wir wollten aber unbedingt zu dieser Big Lagoon fahren. Und ja, dann mussten wir da erstmal Reifendruck ablassen an so einer Reifendruckstation, weil man nämlich durch den Sand fährt. Und wir hatten vorher mit einem Ranger gesprochen, der meinte halt, Leute, die Strecke ist echt ganz schön krass, so, das macht man eigentlich nur mit einem 4-Wheel-Drive-Auto. Und wir haben ja nur so ein Passat All-Track, der ist halt ein All-Wheel-Drive-Auto. Ja, aber wir sind das Risiko eingegangen und haben es dann einfach gemacht. Es waren 14 Kilometer wirklich pure Sandpiste und der Sand ist halt wirklich sehr fein. Und ja, da bleiben viele Autos stecken. Wir Gott sei Dank nicht, hat er wirklich gut hinbekommen. Und wir sind an einen wunderschönen Platz gekommen, der aber nicht so schön war. Aber ein bisschen mehr erhofft. Naja, also ich glaube, der Platz ist echt schön. Aber er war nicht so schön, als wir da waren. Ja, da waren Algen. Ja, wir hatten die haben da gerade einen hohen Algenbefall. Und daher, ja, war es halt nicht so schön. Aber man konnte sich schon
wir konnten uns schon vorstellen, wie schön es sein kann, wenn keine Algen da wären. Ja. Aber da muss man halt einfach Glück haben, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Bei uns war es jetzt nicht so. Nichtsdestotrotz ein schöner Ort und auch ein schönes Abenteuer, ne, mit dem Offroad ein bisschen. Ja. Hatten wir auch ein bisschen Schiss teilweise, weil es auch echt ganz schön rüttelt und so. Und ja, aber ein tolles Erlebnis. Big Lagoon im François-Perron auf jeden Fall. Hat uns Spaß gemacht. Andere Strecke sind wir dann nicht gefahren, weil die wäre auch Offroad natürlich gewesen und die wäre viel, viel weiter gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren das? 35 oder so? Ja, oder sogar 40 oder ja, so. Oder 40, ja. Es wäre so 3 oder 4 Mal so lang wie die Strecke zur Big Lagoon. Also nochmal viel, viel länger Offroad. Und wie uns dann auch wieder unsere Freunde erzählt haben, auch aus Deutschland, mit denen wir in Kontakt sind, dass die Strecke wohl noch viel, viel schlimmer ist, was so dieses Offroad-Technische betrifft. Also haben wir uns richtig entschieden, dass wir diese Strecke nicht gemacht haben mit unserem Auto. Ja. Und ja, das war es dann soweit vom François-Perron National Park. Ja. Nach dem François-Perron haben wir dann noch eine Nacht auf dem Monkey Mia Campingplatz in diesem Holiday Resort nochmal eine Nacht verlängert, weil uns das so gut gefallen hat. Und sind dann am nächsten Morgen zum Shark Bay gefahren, von dem wir uns ja sehr, sehr viel versprochen hatten, weil man sehr viel Gutes gehört hat. Wir fanden es aber ein bisschen unspektakulär, ne? Ja, also es ist halt auch wieder so ein Strand wie der andere, da waren ein paar Boote. Wir hatten auch so ein bisschen gehört, dass man Haie sehen kann und so. Vielleicht kann man auch welche sehen, aber wir haben uns da an vielen verschiedenen Orten umgeschaut und keinen Hai gesehen. Vielleicht waren wir auch einfach nur unlucky, unglücklich oder so vielleicht haben andere dort Haie gesehen und dann macht es die Erfahrung auf jeden Fall besser. Die sagen dann, ja, ich war am Shark Bay und ich habe welche gesehen, wir haben leider keine gesehen. Ja, ist halt so, kann man nicht ändern. Ansonsten aber auch eine schöne Bucht, ein schöner langer Strand, einmal durch dieses Dörflein da, Denham durch. Und ja, danach ging es dann für uns ins Aquarium, weil wir nämlich noch wenigstens die Haie sehen wollten. Ne? Also ja, ist natürlich nicht so cool, wie als wenn man die im Meer sieht in der Natur, weil es ist halt immer noch ein Aquarium. Also ich fand es jetzt nicht so mega, aber wie gesagt, also wir finden auch so Tiere einsperren und so generell auch nicht so cool. Ist halt ja nicht das Beste, was man den Tieren antun kann, aber was man dem Aquarium halt gut oder hoch anrechnen kann, ist, dass sie die Tiere halt dahin holen, die bleiben da ein bisschen und dann werden sie wieder freigelassen und die holen neue Tiere. Das heißt, sie sind die meiste Lebenszeit auf jeden Fall im offenen Meer und sind da nur eine kurze Zeit und dann holen sie neu. Und das macht die Sache auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, nach dem Aquarium sind wir dann direkt weiter zum Shell Beach. Wie der Name schon sagt, Shell Beach, also Shell Muschel, da ist halt alles voll mit Muscheln und ist auf jeden Fall mega schön. Und da konnte man echt coole Bilder schießen. Haben wir auch wieder ein paar auf Instagram gestellt. Und genau, Shell Beach, auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung. Wenn man da ist, muss man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Und danach ging es für uns schon weiter nach Carnarvon. Ja. So ein bisschen Zivilisation wieder, nach ganz, ganz viel Natur. Weil wir unser Zelt kaputt gemacht haben. Das war da. Kaputt gemacht, dann ist es von alleine kaputt gegangen. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob ich es nicht Ja, also auf jeden Fall mussten wir dort in Carnarvon dann eine ganze Woche auf dem Campingplatz verbringen, weil wir uns nämlich online unser neues Zelt bestellt haben und es so lange dauert, bis es da ankommt. Im kaputten Zelt haben wir geschlafen. Ja, wir konnten zum Glück trotzdem noch da drin schlafen. Ja, es hat irgendwie noch gehalten und genau. Unser neues Zelt ist jetzt angekommen, das ist auch jetzt ein anderes und ein bisschen größer als das alte. Genau. Hoffentlich hält das. Ja, toi toi toi, fingers crossed, hoffentlich macht es unsere restliche Reise mit. Ja. Genau. So, sorry, wir mussten hier mal kurz, der Hund hat uns hier einfach unseren Apfelsaft irgendwie gerade mal vorbeigebracht. Das ist hier so ein kleiner Papi, der rennt hier über den Campingplatz und macht hier immer Bambule. Der ist total nervig. Der ist so nervig. Wir haben schon tausendmal den Besitzer gefragt, ob der den nicht mal wegsperren kann. Weil der wirklich hier unsere ganzen Sachen dreckig macht und so. Das ist total nervig. Na gut, wie dem auch sei, wir waren gerade dabei, dass wir an dem Zelt geschlafen haben, was so kaputt war. Wir mussten in Carnarvon warten und ja, da gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ne? Carnarvon war absolut unspektakulär. Es gab nur so einen kleinen Kaktusgarten, den wir uns angeguckt haben. Da haben wir dann auch noch ein Bild bei Instagram zu reingestellt. Und ja. Ansonsten ist da eine Woolworths zum Einkaufen. Und das war es dann aber auch schon. Ja.
Und ja, deswegen waren wir dann da eine Woche irgendwo im Nirgendwo und haben uns eigentlich mehr oder weniger gelangweilt. Genau. Im nächsten Video geht's weiter mit dem Cap Range National Park. Genau, zu einem wunderschönen Ort am Ngalo Reef. Ja. Man sagt ja heutzutage sogar, dass das Ngalo Reef an der Westküste das schönere Riff ist als das Great Barrier Reef, das ganz bekannte an der Ostküste. Und ob dem so ist, werdet ihr im nächsten Video sehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal und folgt uns auf Instagram. Gebt gerne einen Daumen nach oben da, ne? Ja. Ein Kommi, das hat man früher so gesagt, ein Kommi. Lasst doch gerne ein Kommi da, ein Kommentar, freuen wir uns drüber. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.